maju 2025 roku powstało w Darmstadt Stowarzyszenie United in Jazz. Zostało założone z inicjatywy Sławka Hellera, darmstadtskiego melomana i promotora muzyki jazzowej. Celem naszego stowarzyszenia jest wspieranie polskiego jazzu w Niemczech i niemieckiego jazzu w Polsce. Chcemy wysyłać do Polski Niemców, przyjmować tutaj Polaków. Chcemy, aby młodzi ludzie przede wszystkim spotykali się, razem słuchali jazzu, razem muzykowali, spotykali się na warsztatach, grali na jam session. Dlaczego akurat Darmstadt? No więc Darmstadt, może nie każdy to wie, ale Darmstadt jest takim matecznikiem polskiego jazzu w Niemczech. 40-45 lat temu istniał tutaj klub Jampot, klub jazzowy, który prowadzili państwo Steyerowie. Zapraszali wtedy z Polski tuzy polskiej muzyki jazzowej. Bywał tutaj Zbigniew Seifert, Tomasz Stańko, Andrzej Kurylewicz, Wanda Warska, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak i wielu innych. Traktowali to nie jako taki matecznik, jako taką swoją bazę i stąd zaczynali zdobywać kraje Europy Zachodniej. Stąd dojeżdżali na festiwale i koncerty do Francji, do Szwajcarii, do krajów Beneluxu, do krajów skandynawskich. Cieszymy się, że Krysta Gruller-Steier jest założycielką, współzałożycielką naszego stowarzyszenia, a rozmowę z nią za chwilę przeprowadzi Elik Plichta, kierownik polskiej sekcji Radia Darmstadt. Życzę Państwu miłego odbioru. Frau Krysta Gruller, habe ich das richtig ausgesprochen? Ganz richtig haben Sie das ausgesprochen. Das ist nicht so einfach für Polen, die da mit diese Endungen mit R richtig auszusprechen, aber ich freue mich, Sie heute vorzustellen. Sprechen Sie Polnisch? Leider nein. Ich habe es mal versucht, aber ich habe es dann aufgegeben. Ja, ist so schwierig. Aber ein paar Wörter verstehen Sie schon. Ein paar Wörter kann ich schon. Dzień dobry. Dzień dobry. Perfekt, da kann man weiter uns unterhalten. Ja. Haben Sie polnische Vorfahren? Ja, die habe ich mit Sicherheit. Ne? Aus meinem Stammbuch konnte ich das erkennen. Mhm. Einer hieß zum Beispiel Brzezinski, so wie dieser frühere Außenminister, glaube ich, war das mal. Ne? Schreibt sich genauso. Und die späteren Nachfahren haben dann nur noch Breski geheißen. Die haben den langen Namen dann abgekürzt. Aber die Familie haben Sie nicht kennengelernt? Doch, ich habe meine Mutter, leibliche Mutter, habe ich gesucht. Die habe ich gesucht und gefunden, ja. Aber da war irgendwie nichts. Also meine Adoptiveltern waren das Wichtigste. Die haben mich ja als Säugling auch aufgenommen. Ne? Und darum ist dann keine Verbindung. Gut, ich habe schon schriftliche Verbindung gehalten. Ne? Mit meiner Schwester, der Sängerin, habe ich auch Kontakte gehabt, gute Kontakte bis zu ihrem Tod. Die heißt Ursula May, die war auch mal bekannt. Durchs Hamburger Hafenkonzert und so, da war ich schon regelmäßiger Gast oder auf Kreuzfahrtschiffen. Sind Sie in Darmstadt geboren? Nein, ich bin in Paderborn geboren. Und wie ist dazu gekommen, dass Sie aus Paderborn nach Darmstadt umgezogen sind? Ja, da bin ich ja erstmal nach Herford gezogen, weil ich da aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin und von den Eltern Steyer sehr liebevoll auch adoptiert wurde. Zur Schule gegangen bin bis zum Abschluss und eine sehr gute musikalische Ausbildung auch in unserer Schule schon hatte. Und das war der Grund. Und es gab auch sehr viel Musikalität in Herford. Aber auch in Ihrer Familie? In unserer Familie, ja, da wurde gegeigt und mein Vater hat Geige gespielt und meine Mutter hat viel gesungen. Und Sie, spielen Sie ein Instrument? Und ich habe mal mit Klavier begonnen, aber das hat mich nicht so interessiert. Oder Cello habe ich vielleicht ein Jahr lang gemacht, aber dann habe ich es auch aufgegeben, weil dann auch noch ein Kind dazu kam und dann war mir das alles zu viel. Aber Sie haben für sich was gefunden. Was ist das? Musikalisch? Musikalisch habe ich gefunden, dass ich also selber singe. Meine Stimme ist mein Instrument. Und das mache ich bis heute so, dass ich also mich gern begleiten lasse vom Pianisten,
Da ist ein junger Pianist, ein selbstständiger Künstler, der also alles spielen kann, alles begleiten kann. Und wir treffen uns so zweimal im Monat und spielen. Ich singe dann aus dem Great American Songbook. Und wie ist dazu gekommen, dass Sie aus Paderborn oder Umgebung nach Darmstadt gekommen sind? Weil ich in meiner Heimatstadt Herford habe ich dann den beiden Mann kennengelernt. Der hatte dort ein Zimmer bei meiner Freundin. Und eines Tages hat Brigitte mich vorgestellt, dem neuen Untermieter. Und dann sind wir spazieren gegangen und so. Und daraus ergab sich dann auch eine Interessengemeinschaft, auch über den Jazz. Und ja, das war der Hauptgrund. Der hat uns verbunden, die Musik. Ne? Und spielte er auch ein Instrument? Oh ja, der hat sehr viele Instrumente. Der hat Bass gespielt, der hat Vibraphon gespielt. Und Sie haben dort viele Konzerte, Jazzkonzerte besucht oder im Jazzclub auch getanzt. Wie sah das? Wie sah das Leben dort? Und, Wo ich aufgewachsen bin, ja, meinen Sie ja, jetzt, ja, ja. Ja, das war sehr belebend, das Leben. Die Amerikaner haben uns ja und die Engländer, die waren ja unsere Besatzer auch in Nordrhein-Westfalen, die haben uns also praktisch den Blues und den Swing gebracht, ne? Durch Radiosendungen und auch durch Veranstaltungen. Da gab es so ja, Tanztee auch so nachmittags, sonntags nachmittags. Und die Musik, den Swing da mit der Körperbewegung in Verbindung zu bringen, das war immer das Schönste, was mir passieren konnte. Also Singen und Tanzen, das sind Ja, das Ihre Leidenschaften. Genau, ja. Oh, ja. Und Sie kamen nach Darmstadt und wie sah die Jazzszene hier in Darmstadt? Ja, die musste ich ja erstmal kennenlernen und es dauerte eine Weile, bis wir uns da hier in der Schlossgartenstraße in Darmstadt eingelebt hatten. Dann habe ich erfahren, dass nicht weit von zu Hause ein Jazzkeller ist, ein Keller namens Jampot 60. Und den habe ich dann öfter besucht, da waren ganz schöne Konzerte, aber damals gab es hauptsächlich Dixieland und das war so nicht meine Sache. Ne? Aber es gab genug anderes auch, was mich interessiert hat. Der Bebop, hat mich überall eigentlich noch am meisten interessiert. Und ja, und das war also meine erste Entdeckungsreise. Da traf man dann auch Menschen, mit denen man sich anfreunden konnte. Und Darmstadt ist ja eine Studentenstadt. Also ich hatte auch immer internationale Gäste bei mir zu Hause. Da wurde damals schon über Palästina und diese Dinge diskutiert. Das hat sich bis heute nicht geändert. Also das ist etwas, was mich auch wirklich jetzt beschäftigt. Also ganz weltoffen, Ihre Familie, Ihr Mann, Sie Alle, und ja. alle euch Ja. Hat die Musik verbunden. Die Musik und auch das Interesse an unserem Leben. Wie ist dazu Miteinander. gekommen, dass Sie so einen Jazzclub gegründet haben oder übernommen haben? Wie kam es zu dieser Geschichte? Ja, ich habe eines Abends ging ich mal wieder, es war glaube ich ein Samstagabend, in ein Konzert, was mich wohl interessiert hat. Und am Ende des Konzertes wurde bekannt gegeben, dass das unser letzter Abend im Jampot gewesen sein dürfte. Es sei denn, es würde sich von den Gästen jemand finden, der den übernimmt. Was aber etwas kostspielig sei. Da musste man natürlich auch Inventar und Abstand übernehmen. Und da schoss es wie ein Blitz durch mich, das wäre doch was für uns. Ja, da kann ich meinen Mann mit involvieren. Der hat ja noch mehr Zeit als ich, ne, als Lehrer. Und was hat er gesagt? Ja, erstmal Mann. war er nicht so begeistert, ja, ja. Aber dann hat er sich doch auch begeistern lassen von mir. Ne? Ja, und so ergab sich das, dass der Jampot dann an die Gulas kam. Das war aber von der Gründung bis zu dahin waren es 9 Jahre. Also von 60 bis 69. Wie war der Anfang? Wie das funktioniert hat? Sofort bei dem Publikum ist es angekommen? Ja, also Darmstadt kannte ja schon einige Live-Konzerte, auch auf den Bühnen der Otto-Berndt-Halle zum Beispiel. Darmstadt ist ja eine Studentenstadt und da waren die Konzerthallen auch noch ausverkauft. Also zu der Zeit auch Jazzkonzerte waren gut ausverkauft.
Der Grund unseres Gespräches ist, dass Sie auch polnische Musiker eingeladen haben, die bis heute die erste Reihe sind. Ja. Wie ist dazu gekommen? Wie, Ja, das wie ist- kamen Sie an diese Idee? Man kann sagen, das ist nicht nur Fügung, das war nicht nur Zufall, sondern Fügung. So habe ich das immer empfunden. Ich habe ein sehr liebes Ehepaar gekannt, ein Arztehepaar, die waren aus Warschau geflüchtet. Also geflüchtet nicht, aber die sind einfach weg, weil die Regierung ihnen nicht zugesagt hat. Und mit denen hatte ich eine Freundschaft. Die wohnten im Landkreis Offenbach, hatten sich da auch eine Praxis aufgebaut. Und als die nun erfuhren, dass wir einen Jazzkeller haben und ich die auch eingeladen habe, da zu uns zu kommen, hat sie gesagt, ach, da kannst du ja auch mal meine Freundin Wanda einladen. Und da sage ich, ja, nur her damit, also wir nehmen jeden, der gut ist, ne? Wanda meinen wir Wanda Warska. Meine ich, genau, ja. Und Wanda Warska ist ja ohne Andrzej Korolewitsch eben auch nur halb Wanda Warska, ne? Genau. Ich habe hier ein Foto von Wanda. Diese Geschichte ist fast in Polen unbekannt. Deswegen freue ich mich sehr, heute so ein Foto zu sehen, wo Wanda Warska ohne Hut, ohne wunderschöne Kleider, sondern als normale, nette, schöne Frau mit Schürze dasteht. Ist das bei Ihnen zu Hause? Das ist bei mir zu Hause, ja. Da habe ich schon, ja, da hatte ich sie bei mir eingeladen, da habe ich schon alleine gelebt. Ich habe mich nämlich vom Hans Kruler dann irgendwann mal scheiden lassen. Und da lebte ich schon alleine im wunderschönen Fachwerkhaus. Und da kam Wanda und brachte im Zug unter jedem Arm ein paar Bilder mit. Sie ist nämlich nicht nur Sängerin, sie malt auch. Ja, das ist ja auch bekannt, sicher in Polen. Ne? Ja, Wann war das ungefähr? Wissen Sie, können Sie sich erinnern, welches Jahr war das? Oh, da können wir mal hinten gucken. Ah, vielleicht steht das auch hinten. 98. Viel später, ne? Viel später, aber Ja. wer kam zuerst? Also das Foto ist von dieser Zeit, aber ich glaube, die war schon früher hier, oder? Wer war als Erste bei euch, bei Ihnen in dem Club? Nein, zuerst war, wie heißt er denn jetzt, unser Freund? Im Jamport meinst du jetzt, Ja. ne? Der kam zuerst, ach nee, das war ja noch ganz anders. Wir sind ja in Polen gewesen zuerst mal. Aha, Ja, und haben da uns mal umgeschaut, wie es aussieht. Und mein Mann hatte, glaube ich, Kontakt aufgenommen mit Urbaniak. mit Michał Urbaniak. Ja, mit Michael Urbaniak. Und es war ein Konzert mit dem Jo Fliner Quintett in Jasna Odra. Ne? Jazz nad Odrą, ja. Und da waren wir eingeladen. Und da flogen wir also nach Warschau. Nee, erstmal da, wo das Konzert war. Und nach dem Konzert haben wir dann mit so einer alten Iljuschin oder Tupolov oder wie die hieß, die war furchtbar laut, Maschine, sind wir dann nach Warschau geflogen, um Ulla und ihren Mann Michał Urbaniak Michael kennengelernt. Urbaniak zu treffen. Weil bekannt war, dass sie unbedingt Jazz machen wollten im Westen, ne? Weil ihnen das noch nicht gelungen war. Denn die waren bis daher, haben die Tanzmusik gemacht, gut Geld verdient, auch in Skandinavien. Und ja, aber es war leider so, dass es nicht ihre Musik auf Dauer war. Ne? Und dann haben wir gesagt, natürlich, ihr könnt gerne kommen. Kommt alle. Wir haben ja jetzt den Raum dafür. Wunderschön. Ja. Und wie ist das, die polnische Musik, ja, Jazz ist international, ja, aber schon bei Wanda oder bei Ulla diese slawische Einflüsse, bei Michał Urbaniak oder Kurylewicz sowieso, wie hat das deutschen Publikum gefallen? Wie reagierten die auf polnische Künstler? Ja, da gab es eigentlich noch keine Rachegelüste, wie das heute der Fall ist. Also die waren alle sehr aufgeschlossen damals, haben jeden herzlich begrüßt, wenn er was konnte. Und diese Musik, die war ja erster Klasse, ja, was die mitgebracht haben. Und das hat jedem gefallen, da gab es keine kritischen Stimmen. Auch die Zeitung, das Darmstädter Echo, hat immer die schönsten Kritiken gebracht. Ne? Und
Ja, das war schon eine tolle Sache mit denen. Aber er kam erstmal alleine dann zu uns. Er kam nicht mit Ulla sofort. Na? Und zwar war das nicht so einfach. Ja, Visum zu Erlaubnis. bekommen, genau. Das wollte ich auch fragen, weil das sind Ja. die Zeiten, wo die Grenze noch zu war, eiserne Vorhang und ungerne wurden die Familie nach Westen, also das Erlauben auszureisen und für solche auch Zwecke, nicht touristische Zwecke, das war sehr, sehr schwierig. Wie funktionierte das? Wie haben Sie Ja. das Visum oder die Einladungen organisiert? Also da gab es ein Reisebüro, das hieß Paggard. Und da musste alles mit denen abgewickelt. Das ist schön, Reisebüro Paggard, ja. Das polnische Konzertagentur, staatliche, kommunistische, ja. Aber Reisebüro, es ist richtig, ja. Sie haben so ungefähr funktioniert. Aber Ja. die haben diese Erlaubnisse gegeben. Ja, wir mussten aber selbst erscheinen. Ja, das war auch der Grund, weshalb wir dann, glaube ich, nochmal dahin geflogen sind oder das in einem abgemacht haben. Die Einladung musste dann geschrieben werden mit Hand. Und da mussten wir uns für 4 Wochen kam die Erlaubnis, ja, aber die 4 Wochen mussten wir also alles übernehmen, was an Kosten anstand. Ja, aber das war kein Problem, wir kamen ja mit wenig aus. Ich sehe hier auf dem Foto, dass es so eigentlich so eine Freundschaft entstanden sind. Ja, Freundschaften. das- Wie, ja, das war erzählen Sie ein bisschen über Wanda Warska und Andrzej Kurylewicz, als Sie hier bei Ihnen gewohnt haben. Ja, da hat sich wirklich eine herzliche Freundschaft entwickelt. Ich muss sagen, die Wanda habe ich wie noch mehr als meine Schwester empfunden. Ja. Das war eine richtige Herzlichkeit und die haben uns dann ja auch eingeladen, mal in ihr Sommerhaus zu kommen, nach Kavia, was wir in 2 oder 73 sind wir da auch hingeflogen. Ihr habt euch auf Englisch unterhalten oder auf Deutsch? Nee, die sprechen gut Deutsch. Also vor allem Wanda ist ja in Posen geboren. Ah ja. Ja, die hat also gut Deutsch gesprochen, da hat man kaum den Unterschied gemerkt. Der Andrzej, der hatte ein bisschen mehr Schwierigkeiten, aber den konnte man auch gut verstehen. Ne? Andrzej war ja so ein Typ, der war immer sehr still. Ne? Wann ist eigentlich zum ersten Mal Wanda Warska mit Andrzej Kurylewicz nach Darmstadt gekommen? Das war 1972, wenn ich mich recht erinnere. Die kamen mit dem Zug und Koffer, weil es ja 4 Wochen waren. Ne? Das ist ja eine lange Zeit und die haben bei uns auch dann gewohnt. Da wurde dann das Arbeitszimmer meines Mannes wurde umgeräumt oder zur Verfügung gestellt als Gästezimmer für die polnischen Musiker, für Wanda und Andrzej. Und die wohnten dann in Hans seinem Zimmer 4 Wochen lang. Da stand auch ein Klavier und Andrzej war da natürlich richtig zu Hause sofort mit Klavier. Und wir hatten auch eine Katze, wenn ich das noch erzählen darf. Und die war wohl musikbegeistert, denn wenn man nicht dabei war, hörte man aber, dass die Katze, dass manchmal die Töne vom Andrzej ganz seltsam klangen. Ja? Und dann hat Andrzej gelacht und hat gesagt, das sind jetzt wieder die Kakafonien von der Muschi-Katze. Die hat mir wieder in die Komposition gefuscht. Das ist auch eine schöne Anekdote. 2 Polen, sehr bekannte Musiker, kommen nach Darmstadt und sie wurden von ihrem Mann von dem Bahnhof abgeholt. Genau. Und das ist eine schöne Anekdote. Erzählen Sie. Ja, also wir waren bei dem großen Koffer geblieben und die haben natürlich gedacht, die werden jetzt schön im Taxi abgeholt. Oder mit einen dicken Mercedes. einem ganz Da kommen dicken die Auto. Deutschen, Und die Deutschen, die sind ja so Genau, reich. ja. Ne? Aber mein Mann hat das Fahrrad genommen und ist zum Bahnhof mit dem Fahrrad gefahren und hat den Koffer dann auf das Fahrrad geklemmt. Und das hat den Andrzej erstmal richtig verwirrt. Ne? Das war ja nicht gewöhnt, solche Sachen. Ja, aber so war das. Und das Dolle war, dass sie, als sie wieder wegfuhren, wenn ich das vorwegnehmen darf, nach 4 Wochen, da sind sie mit dem VW zurückgefahren. Ja. Hat sich gelohnt, nach Darmstadt zu kommen. Ja, wirklich. Und das haben sie auch verdient schon in der Zeit. Ja, das muss man auch sehen. Die hatten ja auch Konzerte in der Zeit. Die waren ja nicht nur zum Kaffee trinken oder zum Musizieren. Sie haben hart gearbeitet. Ja, doch, die haben komponiert und haben Vorträge gehalten in den Schulen.
fällt mir eins ein, das Justus-Liebig-Gymnasium, das hatte zweimal mit Angie gearbeitet, aber in der Kritik steht vom Echo, dass das nicht so ankam, weil der Lehrer, der Musiklehrer hat wohl die Schüler nicht richtig vorbereitet gehabt, denn die wären überfordert gewesen mit der Musik, die Angie gebracht hat. Ja, das war auch nicht so einfach. Ja. In Polen haben wir Musikunterricht gehabt und das war ein bisschen anders als hier in Deutschland. Das glaube ich auch. Ne? Wanda Walska, Andrzej Kurylewicz, sehr große Namen, aber bei ihnen hat auch Zbigniew Seifert gastiert. Sehr begabter, international bekannt Musiker, leider zu früh gestorben. Erzählen Sie ein bisschen über Zbigniew Seifert Geschichte in Darmstadt. Ja, also der Spigi, nannten alle Seifert, kam mit seiner Frau, Anna hieß sie, glaube ich, kann das sein? Also die Ehefrau war dabei und die waren sehr oft bei uns zu Gast zum Kaffee trinken. Meine Mutter hat die immer schön versorgt mit Essen und Trinken. Und einmal kam ich zurück vom Einkaufen oder vom Spazieren, ich weiß nicht mehr was. Und da saßen die da ganz betröppelt im Wohnzimmer und waren alle ganz traurig. Und da habe ich gesagt, was ist los? Was ist denn passiert? Ja, und dann haben sie mich aufgeklärt, dass an dem Tage auch aller Grund gewesen ist, dass man alle traurig sind, denn die Botschaft vom Arzt war, er hat unheilbaren Krebs. Und das mit 27 Jahren, das muss man sich mal vorstellen. Kommt er nach Deutschland, um zu starten als Vollblutmusiker und dann diese Krankheit. Also war wirklich ganz schlimm. Jampot Jazz Club haben Sie von 1969 bis 1973 geleitet. Und dann kam eine neue Geschichte in Darmstadt. Ja, genau. Dann fand mein Mann, alleine allerdings ohne meine Mitarbeit, das Dixieland in der Lautenschlägerstraße. Und das war eine richtige schöne Studentenkneipe, da konnte man auch essen. Also berühmt waren Schnitzel mit Soße. Und eines Tages war der Chef nicht aufzufinden. Aber man wusste, Ulla Dudziak ist ja in der Nähe. Wo ist sie? Ist sie im Haus, oben in der Wohnung oder ist sie vielleicht in der Pankratiusstraße, in dem Haus von Rocky Docky, habe ich es immer genannt. Und beim Berühmte Pankratiusstraße, sie war dort. Sie war dort tatsächlich, ja. Und dann blieb ihr nichts anderes übrig, als für die Studenten Schnitzel zu braten, ja. Die große Ulla Dudziak hat hier in Darmstadt die Schnitzel musste klopfen, gemacht. Ja, genau. Klopfen und Soße drüber, über den Bratensatz. Genau, diese Soße, das ist eine Geschichte. Die Polen essen Schnitzel eigentlich ohne Soße. Wie hat sie reagiert? Das ist eine sehr lustige Anekdote. Ja, die Ulla reagiert, Ja, meinen ja. Sie jetzt? Ja, sie hat also unverständlich reagiert. Wahrscheinlich hat sie alle anwesenden Studenten gefragt, wie macht ihr das denn? Ich weiß es nicht. Jedenfalls musste sie das ja irgendwie geschafft haben. Ne? Oder Hans Gruler kam in der Zwischenzeit schon wieder und hat ihr beigestanden. Aber es ist ihr gelungen, die hungrigen Studenten zu füttern. Ulla Dudziak erzählte, dass die Interesse so groß war, dass die manchmal in Darmstadt 3 Konzerte in einem Tag gegeben hat. Also das ist mir jetzt weniger bekannt, aber wenn sie das sagt, sie muss das ja wissen, wenn sie aufgetreten ist. Ne? So hat sie erzählt. Ja. Aber dass die Leute damals in der Kneipen, in Jazzlokalen, in Lokalen überhaupt geraucht haben, das ist richtig. Das ist normal gewesen, ja. Das war noch kein Rauchverbot zu der Zeit. Das war noch erlaubt. Also so große Namen. Hier Wanda Walska, Andrzej Kurylewicz, Zbigniew Seifert, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, aber ich sehe hier auch Janusz Muniak, Janusz Stefański. Wie lange hat das gedauert? Ich glaube, dass diese Geschichte, dass in Darmstadt Familie Gruler gibt und dort kann man bei den übernachten, auch Musik spielen, ein bisschen Geld verdienen, das hat sich in Polen rumgesprochen. Ja, das glaube ich auch. Ne? Sonst wären ja nicht alle rübergekommen. Dann, ne? Ja, obwohl, einige fehlten mir noch. Ne?
Ich hätte mir noch andere auch gern gewünscht, aber Hat es nicht geklappt. nee. Aber die Geschichte ist es auch umgekehrt. Sie sind ziemlich oft nach Polen geflogen, gefahren, um Konzerte zu besuchen oder auch die Künstler zu werben. Stimmt es? Also das war nicht mehr nötig, die kamen schon von alleine. Aber man hat uns eingeladen, die waren ja auch sehr gastfreundlich, die Polen. So habe ich die immer kennengelernt. Die kamen ja nie ohne ein Geschenk, größeres oder ein kleineres. Und dann haben sie uns natürlich auch mal eingeladen, in ihre Heimat zu kommen und ihr Sommerhaus kennenzulernen. Da Von waren Wanda wir- Warska zum Beispiel. Wanderwarska Sommerhaus, das war in Kavia bei Danzig. Und das war noch gar nicht richtig fertig. Da kam sogar noch der Priester und hat das mit Weihwasser eingesprengt, das weiß ich noch. Und die Leute, die zu Gast waren, die haben so deutsche Lieder gesungen. Da hat man mir gesagt, das waren die Leute, die aus dem polnischen Hinterland kommen. Die singen immer noch, sprechen immer noch Deutsch. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie die heißen. Vielleicht ganz Kaschubel. Kaschuben, genau, die Kaschuben. Das waren die kaschubischen Lieder. Und die habe ich heute noch im Ohr, ja. Oder lieber Augustin haben die zum Beispiel gesungen, das weiß ich noch. Ich habe auch gesehen ein Foto, Sie in der Wohnung, ganz neue Wohnung von Ula Dudziak und ihr Mann. In Warschau sind Sie dort gewesen. So entstand auch so eine Freundschaft, Bekanntschaft wie mit Wanda Warska, mit Ula, mit Urbaniaks? Mit Urbanak also weniger. Also diese Herzlichkeit kam eigentlich hauptsächlich vom Wanda. Wanda ist halt ein ganz herzlicher Mensch, ne? Und so sehr einfühlsam auch. Und die anderen, die waren eben anders, ne? Die haben das nie so gepflegt. Also ich habe auch zwischendurch immer mal Ulla angerufen, dann hat sie gesagt, ja, ich muss unbedingt mal nach Darmstadt kommen, muss den Hans Gruler mal wieder treffen, wir müssen mal die Pankratiusstraße mal besuchen. Ja, und das hat sie mir mal irgendwann zugesagt, aber nur, wenn sie dann ein Konzert auch bekommen hätte. Und das war einfach zu teuer für den Veranstalter, ne? Wir wissen ja, wer das war, ne? Diese Freundschaft mit Wanda Warska und Andrzej Kurylewicz ist ziemlich tief. Sie wurden geehrt in Polen und Sie wurden auch eingeladen. Erzählen Sie ein bisschen über diese Geschichte. Ja, da kam eines Tages eine Einladung und ich flog auch dorthin und habe mich gefreut über die Einladung. Es war nach vielen Jahren eigentlich. Wir hatten lange nichts mehr voneinander gehört, aber ich war trotzdem nicht vergessen worden, ne? Und da war ich also dort und da waren noch andere Gäste auch, die ich auch kannte aus Berlin. Da hatte Wanda noch Leute eingeladen, aus der Kunstszene auch. Und anschließend gingen wir dann alle zum Feiern in Wanders Keller. Und da gibt es ja auch schöne Fotos, Erinnerungsfotos, ne? Die hast du auch gesehen, die Ja. Erinnerungsfotos. 70er, Ende 60er, 70er Jahre, Jazz aus Polen in Darmstadt wurde durch Familie Gruler hier bekannt gemacht. Sie waren sehr jung, energisch, konnten tanzen, singen. Wie wichtig ist das für Sie, diese Periode in Ihrem Leben? Das war eigentlich eine sehr wichtige und eine der schönsten Zeiten auch. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich nach Hause kam. Ich habe ja auch gearbeitet. Und wenn ich dann nach Hause kam, da saßen alle immer in meinem Wohnzimmer und waren von der Oma Gina schon bedient worden und mit Kaffee und Kuchen oder mit Brötchen oder mit sonst was. Und alle waren da und das hat mir immer gut gefallen. Also es war eigentlich eine sehr lebendige Zeit in meinem Leben. Das war auch belebend, für mich auch, ja. Also dafür bin ich auch ganz dankbar. Und leider sind ja jetzt schon so viele gestorben, ne? Und ich war auch auf der Beerdigung von Grablegung, muss man eher schon sagen, von Andrzej Kurylewicz, da war ich dabei. Und bei Wanda war ich leider nicht dabei. Aber ich war vor 2 Jahren, war ich mal in Polen, in Warschau, und da habe ich zusammen mit einer polnischen Freundin, habe ich also die Urnen gefunden von den beiden. Mit einem Bild zusammen. Das habe ich auch fotografiert, aber leider kann ich das jetzt nicht zur Verfügung stellen. Kann man zum Schluss sagen, dass die Kultur
die Kunst, die Musik Nationen verbindet? Das kann man wohl so sagen. Also, ob das natürlich bei allen Menschen so ist, aber vielleicht liegt es auch an mir durch meine ganze Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe, habe ich einfach eine ganz andere Zugehörigkeit auch. Ne? Und ich habe auch gute Erfahrungen eigentlich mit allen Menschen gemacht. Und darum bin ich auch dankbar, dass ich diese Zeit hatte. Leider sind so viele jetzt schon tot, ne? Auch von den Musikern. Ne? Aber die Musik ist geblieben, die Erinnerungen, diese ganzen Fotos. Sie haben auch so ein wunderschönes Archiv. Also das ist für die Leute, die sich auch beruflich mit der Geschichte der Musik befassen, so ein Schatz. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön.